Scotland! Hey! Scotland! Hey! Meine Lieben, herzlich willkommen in dem neuen Schottland-Video. Tada! Ja, das Dada habe ich ja gerade schon am Anfang gemacht. Scotland! Hey! So, jetzt habt ihr das nochmal gesehen, falls ihr vergessen habt, wo wir sind. In Schottland, genau. Und jetzt suchen wir unseren ersten suchen wir gar nicht unseren ersten Schlafplatz. Wir haben ja den Westen. Ach, dazu später mehr. Auf jeden Fall, wir sind hier jetzt 50 Meilen vor Edinburgh und 50 Meilen vor Glasgow. Ja, und jetzt sind wir hier durch den Nationalpark. Wir wissen gerade nicht, wie der heißt. Und da sind wir hier diesen Berg. Boah, bestimmt 20 Kilometer Abfahrt, voll geil. Und jetzt suchen wir hier diesen Schlafplatz und stehen hier an dieser Straße. Und da wurden wir eingeladen beim Engländer, was sag ich da, beim Schotten, in einem schottischen Garten zu schlafen. Den gucken wir uns mal kurz an. So, jetzt sind wir im Garten. Das hier ist das Zelt, genau. Und da ist die Romy mit den Fahrrädern. Wir haben schon so einiges hier auseinandergepackt. Das ist ein schöner Garten. Da hinten, das geht noch viel, viel weiter, der Garten. Ist halt ein schottischer Garten mit Blick auf Schafe. Ja, aber wer gerne Schafe sehen möchte, der guckt einfach ein anderes Video von uns. Welches kann ich natürlich nicht verraten, müsst ihr alle gucken. So, wir bauen jetzt das Zelt auf und dann gibt es heute lecker Wraps zu essen. Und die Dusche dürfen wir benutzen. Und wie wir hier nach Schottland gekommen sind, das ist ganz einfach zu erklären. Für diejenigen, die unsere Reise durch England bereits verfolgt haben, wir hatten dann so schlechtes Wetter an der Westküste von England, dass wir nicht gefilmt haben. Wir hatten richtig viel Regen, super starken Wind und über Carlisle sind wir jetzt nach Schottland gekommen und von Dumfries in der Mitte durchs Land, durch die Berge geht es jetzt nach Schottland, nach Glasgow.
Ja, meine Lieben, wir sind jetzt hier schon wieder in einem Nationalpark und wir wissen auch jetzt nicht genau, wie der heißt, weil... Was stand doch da vorne? Ja, ich weiß, da war ein Schild. Naja, ihr kennt das. Und diesen Nationalpark, der besteht nur aus Wasserfällen. Aber ich glaube, es ist gerade ein bisschen wenig Wasser, obwohl es die ganze Zeit geregnet hat. Wir schauen mal weiter, was uns hier noch erwartet. Da soll auch noch ein Castle kommen. So, wir sind jetzt ein paar Stufen hochgelaufen. Das ist der Castle, aber mit Bauzaun. Das ist nicht so schön, aber man kennt es ja. Bauzäune dekorieren alle alten Gebäude. Ja, jetzt haben wir hier in dem... Nein, natürlich, wir sind nicht im Nationalpark, das ist schon mal klar. Wir fahren auch da kein Fahrrad und fliegen auch nicht mit der Drohne. Wir haben aber hier nach dem Nationalpark, haben wir hier diese schöne Wiese gefunden, frisch gemäht. Die gehört auch zu keinem Schloss oder so, das ist einfach die Wiese für uns, die wir jetzt haben. Wir warten natürlich mit dem Zeltaufbau, weil es könnte ja jemand noch vorbeikommen. Es ist ziemlich nah an der Stadt und... ja, ziemlich nah am Nationalpark. So, ich stehe jetzt ganz am Rand von der Wiese und wie ihr seht, die ist ziemlich groß und wir haben die auch schon komplett beansprucht. Da liegt zum Beispiel unsere Solarbank. Da laden wir unseren Akku auf. Da wurden wir übrigens gefragt, wie wir unseren Strom aufladen. Jetzt habt ihr das gesehen mit mit Sonnenenergie. Ja, wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir sind gerade aufgestanden und sind jetzt so ein Stück, also wir waren hinter dem Haus. Oben auf dem Berg ist die Wiese gewesen. Da sind wir jetzt hier runtergefahren. Und hier stehen so Picknickbänke. Überall an diesen Wasserfällen sind überall Picknickbänke. Und Autos, die nie ins Bild passen, die sind immer überall. Ja, und hier in diesen Gebäuden, die hier so sind. Sonne. Oh, da sitzt die Romy. Hier ist so eine riesen Anlage, uralt. Ja, ein bisschen renoviert. Auf jeden Fall haben die hier von den Schafen die Wolle gepflückt. Ne, Schafswolle oder Baumwolle? Wolle. Die haben hier Wolle gesponnen in der Mühle. Kann man viel hier besichtigen. Aber wir frühstücken jetzt hier, weil hier sind noch überall so Picknickbänke. Die Romy hat sich da schon hingesetzt in der Sonne. Ja. Und dann fahren wir auch gleich weiter. Ist auf jeden Fall sehr cool hier mit den Wasserfällen.
with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't right. Ja, wir fahren jetzt schon hier eine Weile in Glasgow mit dem Fahrrad rein und haben festgestellt, dass hier im Stadtzentrum, und das ist ziemlich groß, hier gibt es absolut irgendwie keine Autos, irgendwie nur Taxis und Busse. Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Das ist hier oft dreispurig oder eigentlich die ganze Zeit und irgendwie vermissen wir die Autos, also uns passt es so. Wir sind jetzt in Glasgow angekommen und wir haben ein Hotelzimmer genommen und wir bleiben hier 3 Tage. Wir gucken heute Abend Braveheart, morgen Robin Hood und am Donnerstag. Ey, wir gehen noch ins Kino. Ja, am Donnerstag gucken wir Jurassic World. Ja, das machen wir hier in Glasgow, also die typischen Dinge für Schottland. Wir haben uns hier für so eine Free-Tour entschieden. Wir stehen jetzt hier in dieser Gruppe und ja, da vorne, da ist der Guide. Ja, und der Guide, der zeigt uns jetzt so ein bisschen hier die Stadt fußläufig. Das machen wir übrigens in jeder großen Stadt. Das kann man nur empfehlen, sich da anzumelden bei den Free-Touren. Am Ende von der Tour kann man einen Ovolus geben, muss man aber nicht. Ja, wir haben uns hier für diesen Hop-on, Hop-off Touristen-Tourenbus entschieden, weil das macht absolut für uns jetzt gerade mehr Sinn, weil er überall hält und man kann den ganzen Tag fahren, also 2 Tage lang fahren. Und das war genauso teuer, wie wenn man sich das mit dem Bus die ganze Zeit raussucht. Deshalb fahren wir mit dem Doppeldecker durch Glasgow. Thank you, Mark. So, wir gucken uns ja auch hier Museen an, weil die sind alle freier Eintritt. Das ist das Riverside Museum. Das ist, ja, was da drin ist, das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, es ist umsonst, das gucken wir uns jetzt an. Und dann gucken wir uns gleich noch ein anderes Museum an. Oder morgen. So, hier in dem Riverside Museum sind halt so, tja, ihr seht selbst, was das ist. Ja, man kann auch überall rein und alles anfassen. Und es gibt extra so ein Family Quiz. Ob man auch wirklich alles verstanden hat, ihr werdet es kennen. Ja, für Kinder, aber da bessere ich mein Englisch auf. So, jetzt sind wir auf dem Schiff hier von 1896. Das ist komplett kostenlos, man kann alles hier besichtigen auf diesem Schiff. Das machen wir jetzt auch, aber wir nehmen euch jetzt nicht mit dahin. Auf jeden Fall, nächste Städtetrip, Glasgow.
could die without you next. So, und das hier, das ist der älteste Terrakotta-Brunnen auf der Welt. Aber nicht nur der Brunnen ist alt, hier in Schottland ist alles alt. Richtig alt wird später in den kommenden Videos, wenn wir auf den äußeren Hybriden sind. Die sollen nämlich der älteste Teil Europas sein. So, wir sind jetzt hier am nächsten Museum angekommen. Das ist das Kelvingrove Art Gallery and Museum. Ja, und hier drinnen haben die Naturkunde. Ja, da sind so ein paar Tiere. Ja. Ein paar Dinos haben die auch. Und Gemälde. Kein Monet, leider nicht. Dali. Dali haben die hier. Ja, voll cool. Und naja, den Rest müsst ihr selbst hier erkunden. Auch wieder kostenlos, super cool gemacht. Aber es ist ziemlich anstrengend fürs Gehirn. Wir sind jetzt rausgegangen, weil das Ganze durchlesen und so, das kostet echt Gehirnkraft.